Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe von Tuk Talk. Während die einen im Moment ihre letzten Prüfungen im Studium schreiben, starten die anderen gerade erst ins Studentenleben. Wieder andere fragen sich vielleicht, ob sie ihr Studium noch schaffen können oder ob es vielleicht besser ist, es doch abzubrechen. All diese Situationen sind unserem heutigen Gast vertraut. Als Leiter der zentralen Studienberatung steht er Hilfesuchenden seit mittlerweile über 26 Jahren zur Seite und ist sich daher sicher, dass es für jedes Problem eine Lösung geben wird. Tobias Bauer gehört zu den Urgesteinen der TU Chemnitz. Der gebürtige Zwickauer machte eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenmonteur mit Abitur in Meuselwitz und studierte danach Fertigprozessgestaltung und Informationsverarbeitung an der TU Karl-Marx-Stadt. Nach 5-jähriger Forschungstätigkeit und 2,5-jähriger Verwaltungstätigkeit im Dekanat des Fachbereichs Maschinenbau wechselte er 1995 in die zentrale Studienberatung der TU Chemnitz. Dort ist er seit 2012 in leitender Position tätig. Bis heute steht er mit seinem Team vielen Studierenden als Berater und Mentor zur Seite. Sein oberstes Anliegen ist es, junge Menschen zum Studium zu motivieren und mit den Ratsuchenden gemeinsam Lösungen für deren Probleme zu finden. Mit Freude am direkten Studierendenkontakt und mit einer großen Portion Empathie sowie einem ausgeprägten Organisationstalent möchte er der Jugend ein Vorbild sein und sieht Kritik als Ansporn. Hallo Herr Bauer, herzlich willkommen bei Tuk Talk. Danke für die Einladung. Sehr gern. Sie bzw. Ihr 4-köpfiges Team sind als Studienberatung die zentrale Anlaufstelle, wenn es um das Thema Studium geht. Dabei beginnt die Beratung aber schon, bevor sich die Schülerinnen und Schüler überhaupt für ein Studium entscheiden. Warum ist es Ihnen denn wichtig, die Schülerinnen und Schüler schon vorab zu beraten? Ja, es gibt in Deutschland 500 Hochschulen, 19.000 Studiengänge. Da bleibt es einfach nicht außen vor, dass die Schülerinnen und Schüler und den Eltern und auch die Lehrer bzw. auch Studieninteressierte, die keinen Hochschulzugang direkt haben, eben dann orientiert werden, informiert werden und motiviert werden für ein Studium, um dann die richtige Entscheidung für ihre Berufswahl zu treffen an der Stelle. Und wie können Sie die Schülerinnen und Schüler erreichen? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass wir sehr viel unterwegs sind, 70 bis 80 Veranstaltungen pro Jahr, wo wir also in Sachsen oder außerhalb von Sachsen unterwegs sind. Das sind eben zum Beispiel Veranstaltungen in den Gymnasien wie Informationstage, Workshops, Schüler-Elternabende, den ihren Tag der offenen Tür. Das können aber auch Veranstaltungen, sogenannte Hochschultage in den Berufsinformationszentren der Agentur für Arbeit sein, bis hin zu großen Bildungsmessen, die eben mehrtägig dann stattfinden, eben dann, wo wir zum Beispiel über die Kampagne Pack dein Studium uns daran beteiligen und die natürlich dann deutschlandweit von Nord bis Süd entsprechend angeboten werden eben dann. Das ist das, wo wir unterwegs sind. Dann gibt es den ganzen Bereich, wo wir also auch vor Ort eben dann beraten und informieren. Das sind zum einen Projekttage, wo ganze Schulklassen bei uns vor Ort sind, wo wir in Zusammenarbeit mit den Fakultäten schöne Programme erarbeiten. Das sind Campusführungen. Dann gibt es den Tag der offenen Tür, den wir zweimal an der TU Chemnitz durchführen, bis hin das Schnupperstudium und die Campuswoche. Campuswoche ist deswegen interessant, das ist die erste Unterrichtswoche für die neuen Studierenden und zufällig liegt das meistens in den Oktoberferien, in den Herbstferien der sächsischen Abiturienten, sodass sie dort in normalen Studienalltag mit hineinschnuppern können und eben einfach mal schon Studentin oder Student sein können, um das entsprechend zu erleben, was sie eventuell in 1-2 Jahren entsprechend dann erwartet. Ja, dann dazu gibt es noch die Möglichkeit, dass die ihr Schülerpraktikum oder ihre besondere Lernleistung in Chemnitz absolvieren können, wo wir entsprechend dann vermitteln, an der Stelle eben dann bis hin zu den Sachen, wo wir dann eben entsprechend das Informationsmaterial dann zur Verfügung haben. Eben dann. Das alles wird gesammelt in einem Schülerportal, wo die Schüler also sich dann entsprechende Angebote heraussuchen können. Eben dann gibt es die Internetseiten, es gibt Datenbanken, die natürlich immer auf aktuellsten Stand gebracht werden müssen. Eben dann, ja, bis zur E-Mail-Kontakt oder eben dann die telefonische Beratung. Zurzeit aktuell die Serviceline geschalten, heiße Phase der Einschreibung, der Bewerbung, bis eben dann hin zur persönlichen Beratung. Also habe ich als Schülerin und angehende Studentin auf jeden Fall jede Menge Informationsmaterial, auf das ich mich beziehen kann. Aber wie sieht es denn während des Studiums aus? Wenn ich jetzt studiere und ich stelle fest, der Studiengang taugt mir nicht, ich möchte gerne wechseln, kann ich dann auch zu Ihnen kommen? Ja, das ist natürlich unsere zweite Hauptaufgabe, die Beratung dann der Studierenden vor Ort. Es wird immer Probleme
geben bei Studierenden, die eben in Richtung Motivation, Studiengangzweifel, Studiengangwechsel oder sogar bis hin zum Abbruch eben dann, wo sie Hilfe suchen, wo sie Beratung brauchen eben dann, aber auch die Gruppe der Wechsler, die also an die TU Chemnitz kommen, die also an einer anderen Hochschule ihr Studium begonnen haben, aber dort abgebrochen haben, bei uns weiter studieren wollen, bis hin eben die Schnittstelle Bachelor-Master, wo wir natürlich dann auch entsprechend Beratungsmöglichkeiten anbieten muss eben dann. Und das ist sehr häufig eben dann auch ein sehr intensives Gespräch, was dann dort durchgeführt werden muss. Aber was genau sind denn die Probleme, mit denen die Studierenden zu Ihnen kommen? Ja, im Studienalltag passiert es eben, dass ich eben dann die Motivation verloren habe an dem Studiengang, vielleicht falschen Studiengang gewählt habe. Es geht weiter, dann den Prüfungsanspruch verloren habe, also eine Prüfung 3-mal nicht geschafft habe, dann stehe ich plötzlich im leeren Raum und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ja, bis hin eben dann auch, dass ich zu lange studiere, dass ich in die Gebühren falle, Langzeitstudium eben dann tippe. Oder ich habe eine Beeinträchtigung, die mich am Studium behindert, wo ich entsprechende Beratung und Unterstützung brauche. Bis hin zu Studieren mit Kind, eben dann die Beurlaubung und. Da gibt es so viele Sachen, die man jetzt noch aufzählen könnte. Wie läuft denn so ein typisches Beratungsgespräch ab? Also wenn ich zu Ihnen komme, was erwartet mich dann? Ja, also man sollte vorneweg auf jeden Fall zeitnah versuchen, für dieses intensive Gespräch einen Termin auszumachen. Denn das intensive Gespräch erfordert Zeit und ich möchte dort auch vertraulich mit den entsprechenden Ratsuchenden umgehen. Wichtig ist, dass man versteht, was er für ein Anliegen hat, versucht mit ihm gemeinsam dort nach Lösungen zu suchen, eben dann also ihn nicht bevormunden, in dem Sinne eben dann, das muss das so und so machen, sondern einfach nach Varianten, nach Möglichkeiten suchen, eben dann vielleicht auch Fehlinformationen oder Falschinformationen einfach mal auszumerzen, eben dann vielleicht auch Hausaufgaben aufzugeben, was entsprechend er zu tun hat, damit es entsprechend besser funktioniert, bis hin, dass wir also Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, wo wir also unsere Partner dann im Boot haben, wie zum Beispiel eben das Zentrale Prüfungsamt oder Career Service oder das IUZ, das Internationale Universitätszentrum. Ja, und da gibt es viele Partner, mit denen wir dort zusammenarbeiten, wo wir uns auch ab und zu treffen, zum Beispiel eben der runde Tisch der Fachstudienberater, wo wir also mit den Fachstudienberatern dann Kontakt aufnehmen, oder die AG Beratung bis hin zur Interessengemeinschaft der sächsischen Studienberater. Also ein riesengroßes Umfeld, wo wir entsprechend dort Informationen austauschen und uns entsprechend auch gegenseitig helfen. Dann. Ja, Herr Bauer, ich wünsche Ihnen, dass Sie auch weiterhin mit so viel Freude und Leidenschaft beraten können. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Ja, danke. Also für mich ist es wichtig, nach so einer Beratung dann in ein zufriedenes Gesicht zu schauen, wo der Rat sagt, genau das war es jetzt, das hat mir jetzt geholfen, jetzt komme ich einen Schritt weiter an der Stelle. In der nächsten Ausgabe treffen wir auf eine energiegeladene Athletin, die an unserer Universität Psychologie studiert. Maria Purzer ist leidenschaftliche Dreispringerin und gibt uns einen Einblick in ihren ungewöhnlichen Studienalltag, der sich dem eigentlichen Trainingsplan unterordnen muss. Fragen hierzu können Sie uns wie immer unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einreichen. Bis bald!